Es ist soweit, wie angekündigt. Heute erfahrt ihr, welchen speziellen Heli ich für meine 10.000 Abonnenten-Spezial aufbauen und fliegen werde. Wir gucken auch heute schon in die Box rein und ihr werdet mich schon ein bisschen schrauben sehen. Wenn ihr gespannt seid, was es ist, dann bleibt dran. Ja, hallo und willkommen zurück noch einmal. Ich bin froh, dass ihr wieder hier seid. Ich habe es euch ja versprochen, ich erzähle euch, welchen Heli ich aufbauen werde. Und ich möchte auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern ich zeige euch erstmal die Box. Die Kenner unter euch sehen, es handelt sich um ein grünes Logo. Das gibt es ja auch in Rot oder in Gelb. Und sie werden anhand der Größe feststellen, dass es auf jeden Fall irgendwas 600er aufwärts sein sollte. Aber um euch gar nicht weiter auf die Folter zu spannen, ich mache es einfach. Ich denke, Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Bereit? Das hier ist die SAB Goblin 700 Iconic Edition. Die älteren Hasen, so wie ich, werden sich erinnern, das war der allererste SAB Goblin Heli, der vor 12 Jahren das Licht der Welt erblickt hat und der wirklich ikonisch war. Er war ein Vorreiter seiner Zeit, denn es war der erste 700er mit dieser kompletten Heckverkleidung, mit den eingefärbten Kufen, mit der Heckfinne, der einfach dieses aggressive Design nicht einfach nur an so einem Besenstiel hinten dran hatte, sondern der wirklich so ein komplettes Farbkonzept hatte, der wirklich trotzdem für 3D ausgelegt war. Und er hat natürlich so ein bisschen polarisiert. Am Anfang hat man sich so ein bisschen lustig drüber gemacht. So, ja, guck dir mal das Ding an. Und dann auch Leute wie Bert Kammerer oder Tarek Al-Sadi anfingen, mit dem Ding wie die Affen durch die Gegend zu heizen. Da hat der Aufstieg von SAB dann irgendwann begonnen. Und nun, 12 Jahre später, sind wir hier und SAB ist mit einer der Marktführer. Und ich weiß nicht, wie vielte Generationen an Goblins wir inzwischen haben. Aber ich muss tatsächlich gestehen, dieses Ding hatte ich schon immer so ein bisschen im Auge. Ich habe mich immer davor gescheut, einen gebrauchten Heli zu kaufen. Man findet tatsächlich auch nicht mehr viele von den originalen Goblins. Weil bei gebrauchten Helis kann man ja auch mal so ein bisschen ins Klo greifen, wenn man ehrlich ist und weiß nicht, wie die verbaut sind und gewartet wurden. Und als ich dann gesehen habe, dass SAB diese Iconic Edition rausgebracht hat, also mit so ein paar kleinen Verbesserungen, aber ansonsten noch Originalzustand, da hat mein Bestellfinger schon immer sehr, sehr nervös gezuckt. Und als ich dann noch rausgefunden habe, hey, 10.000 Subscribers und dein Kanal existiert seit 2012 und der erste Goblin ist 2012 rausgekommen, da habe ich dann für mich meine Liste an Ausreden, um vor mir selbst zu rechtfertigen, auf Bestellen zu drücken, die war damit abgefrühstückt. Dann dachte ich mir, jo, kannst du jetzt gut deinem Partner verkaufen, machst du. Dementsprechend stehen wir jetzt heute hier mit diesem Schmuckstück. Ich bin happy wie noch was. Und ich muss tatsächlich dazu sagen, dieser Heli bedeutet mir deswegen unter anderem auch so viel, weil die Zeit so um 2012 herum, als ich gerade mit YouTube anfing, wenn wir nochmal in uns gehen, die von euch, die damals auch schon geflogen sind, das war schon so ein bisschen eine geile Zeit. Also ich empfinde es so als diese Golden Heli Days tatsächlich. Es gab so viele Veranstaltungen, es gab so viele Funflies. Das elektrische Helifliegen gerade in der Größe war noch irgendwie total cool und total neu. Und keine Ahnung, die ganzen Hersteller waren noch richtig aktiv und Funflies. Und man hat total viele Piloten getroffen. Das ist leider irgendwie über die letzten Jahre alles so ein bisschen eingeschlafen. Ich weiß, dass es in allen Ländern irgendwie so berichtet wird, dass es auch zu wenig Newcomer gibt. Aber das ist für mich so ein bisschen wie das gute alte Good Old Times Familienfoto, nur jetzt in Heli-Form. Ja, ich will euch aber auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, als allererstes machen wir mal das Unboxing, weil ihr seid bestimmt auch gespannt wie ein Flitzebogen, wie genau und was in dieser Box drin ist. Das wollte ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten, das schöne Aufmachen. Aber gut, wir fangen an. Hier ist die Kiste und hier seht ihr nochmal Goblin 700 Iconic Edition
es geht los. Wir gucken in die Box und als erstes ganz oben drauf, wie immer, diversestes Papierzeug. Unter anderem hier ganz neu eine Model Authenticity Card, wo es darum geht, dass das einer von 50 limitierten Goblins ist. Die Registrierungskarte, wie jedes Mal, und die farbige gedruckte Anleitung in Papierform mit Aufbau und allem, was man so braucht. Dann öffnen wir doch mal die erste Box, die ist ziemlich flach, aber hier befinden sich die ganzen flachen Carbonteile. Das hier sind die Seitenrahmen. Außerdem die Heckfinne, jetzt hier mit dem grünen, Goblin-grünen Spitz dran. Hier haben wir die Landekufen, ebenfalls unten lackiert, sodass sie zu dem ganzen Farbschema passen und noch weitere Kleinteile. Die Box hier ist leider leer und nur ein Platzhalter. Jetzt geht es weiter mit der nächsten und in der hier haben wir alle möglichen Kleinteile, die hier so eben reinpassen. Ja, ein buntes Sammelsurium. Vielleicht das einzig Wichtige und Interessante ist hier dieses kleine Knöpfchen, wo wir nochmal sehen, ich habe die Nummer 42 von 50. Also wer noch einen haben will, beeilt euch. Weiter geht's auch schon mit der nächsten großen Box. In der hier befindet sich diese wunderschöne Original-Goblin-grüne Haube, die ich persönlich immer noch richtig, richtig toll finde. Hier seht ihr sie nochmal, alles lackiert, richtig aufwendig gemacht. Ich habe jetzt schon Angst davor, die ersten Kratzer und Detscher da rein zu bekommen, was sich mit Sicherheit nicht vermeiden lässt. Aber ja, ich bin ein großer Fan davon. Die sieht richtig, richtig toll aus. Nun geht es weiter mit dieser quadratischen Box und in der befinden sich alle gefrästen Aluminiumteile. Und jetzt guckt euch das mal an. Das sieht aus wie eine Pralinenschachtel voll mit kleinen Goodies. Also ich finde, wenn SAB was kann, dann ist das Aluteile präsentieren. Hier haben wir zum Beispiel die ganzen Zahnriemen, Zahnräder, die Abstandshalter, den Motorriemen. Hier drunter sind zum Beispiel noch die Regleraufnahme, der Heckrotor. Alles richtig, richtig hübsch verpackt. Und dann kommen wir schon zu dieser langen Box. Hier drin befinden sich die Hauptrotorblätter. Dieses Mal Special Edition mit dem grünen Streifen, auch so, dass sie wieder zu dem Gesamtschema passen. Hier haben wir noch das Heckrohr, auch ebenfalls passender Farbton mit Carbonoptik. Die Heckrotorblätter ebenfalls mit grünem Streifen, passend zum Farbschema. Und hier noch die Heckanlenkstange. Alles in allem ist das ein wunderschönes Set. Ich kann es nicht erwarten, dieses Ding aufzubauen. Alles passt zusammen. Guckt euch das an. Es ist einfach ein Gedicht. Jetzt haben wir einen Blick in die Box geworfen. Ich hoffe, ihr seid genauso schwer begeistert wie ich. Also ich liebe ja den Paint-Job an diesem. Also ich kann mich daran ja nicht satt sehen. Wenn ihr jetzt natürlich fragt, Wilmone, was baust du denn in die Kiste jetzt überhaupt setup-technisch ein? Mein Problem ist, dass nicht alle Komponenten im Moment lieferbar sind. Dementsprechend werde ich den Heli nicht komplett fertig bauen können. Ich kann euch so viel dazu sagen. Es wird eine Mikado V-Stabi Evo drin werkeln, eingestellt von meiner Viba Control, meiner neuen. Es wird ein Contronic Pyro 752 LS-Version als Motor werkeln. Der Regler wird ein Contronic Colibri 140 HV. Das heißt, ich habe dann auch die Möglichkeit, vielleicht mal ein paar Experimente mit 6S zu machen, aber eigentlich strebe ich ein für damals übliches 12S-Setup an. Und die Akkus werden natürlich Opti-Power. 6 bis 12S natürlich, 5000er Bereich. Vielleicht probiere ich es auch mal mit ein paar 4000ern. Wir gucken mal, was die Kiste an Strom zieht und wo wir gewichtstechnisch rauskommen. Und bei den Servos setze ich natürlich auf KST. Auf dem Heck wird das ein BLS 9.5 und auf der Taumelscheibe ein BLS 9.15. So viel dazu. Wie schon gesagt, es sind leider nicht alle Komponenten da, deswegen kann ich den Heli nicht komplett fertig bauen. Was mich natürlich nicht aufhält, die Mechanik endlich aufzubauen und das, was ich schon habe, reinzubauen.
Denn ja, ihr kennt das ja, wenn man da so ein Kit liegen hat, das muss natürlich aufgebaut werden. Ich habe mir jetzt gedacht, damit das Video nicht 4 Stunden lang wird, nehme ich das Ganze so im Schnelldurchlauf auf. Aber ich habe es trotzdem für euch aufgenommen und ja, der Aufbau kommt jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis jetzt mit meiner Wahl. Ihr seid genauso gespannt wie ich darauf, wenn das Ding dann endlich mal fertig ist und fliegt. Das wird ein Highlight für mich dieses Jahr. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind an Weihnachten. Es wird noch ein bisschen dauern. Wahrscheinlich wird es nach der Rotor Live werden, weil bis dahin ist mein Zeitplan ziemlich eng gestrickt. Aber ja, lasst mich wissen, was ihr denkt. Vielleicht habt ihr ja selber noch so einen alten Goblin irgendwo rumstehen. Vielleicht habt ihr damals das mitbekommen, als die Goblin-Ära angefangen hat. Vielleicht habt ihr einen Kollegen, der auch so einen hat. Lasst es mich wissen, was ihr denkt. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank nochmal für das 10.000 Subscriber möglich machen. Empfehlt meinen Kanal weiter. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Gebt einen Daumen nach oben und kommentiert. Helft mir dem YouTube-Algorithmus ein bisschen in den Hintern zu treten. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dann!